Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. In der heutigen Episode sprechen wir doch über den Oktober bzw. Socktober, darüber, dass ich nun schon 2 Jahre auf YouTube hier die Episoden mit euch gestalten und machen darf, beziehungsweise für euch. Und Thema Farbe. Also lange aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ich möchte heute über Farben sprechen und ja, über einige Neuzugänge und was denn so die nächsten Wochen noch für Pläne anstehen. Viel Spaß dabei. Wie nun schon zu Anfang gesagt, 2 Jahre YouTube sind nun schon ins Land gegangen und auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, über Episode 1 hinüberzukommen, denn tatsächlich war das für mich kein Plan YouTube, freue ich mich umso mehr, dass ihr Spaß habt, mir bei diesem Format zuzuhören. Ja, warum war YouTube nicht geplant? Ich selbst habe das Konzept Stricktagebuch für mich nicht benötigt. Also heißt, ich mache hier YouTube nicht, um ein solches zu haben und mich selbst dabei zu beobachten, was ich denn so alles stricke, weil ganz ehrlich, ich stricke schon über 40 Jahre. Wenn ich denn alles immer dokumentieren wollen würde, was ich denn so von den Nadeln lasse, ja, also ist nicht so interessant für mich. Andererseits liebe ich es aber, über Strickiges zu reden und vor allem aber über Design, über Wollqualitäten, über Haptik, über verschiedene Schnitte, Stoffe, Techniken. Das ist was, was mich selbst immer interessiert und ich gerne auch hinter der Kulisse mit anderen YouTubern, Strickkolleginnen immer wieder gerne berede und zerrede. Und dank euch hier und dank Instagram und YouTube auch meiner Familie vielleicht etwas weniger damit auf den Keks gehe. Ja, und nicht nur meiner Familie ist es vielleicht manchmal zu viel, über das Thema Strick und kommende Trends und Farbtrends und Design zu reden. Und auch manche Strickerin und ähm, YouTube-Kollegin oder von mir aus auch Handfärberin ist vielleicht auch damit überfordert gewesen oder auch jetzt manchmal überfordert. Aber wir finden uns alle über kurz oder lang auf einer Ebene und die ein oder andere etwas mehr. Und auch ich habe gelernt, Dinge zurückzufahren oder zu akzeptieren und einfach mal zu sehen, wohin mich denn überhaupt das Ganze hier führt. Meine Plattform Instagram und YouTube möchte ich aber vor allem dafür nutzen, Strick- und Wollverrückte miteinander zu verknüpfen und selbst Inspirationen und Anstöße zu erhalten. Ist es mir aber auch gleichzeitig ein Bedürfnis, Manufakturen, ja, kleinere Shops und vor allem Frauen, die halt eben noch einige Hilfe in ihrer Selbstständigkeit benötigen, zu unterstützen. Bevor wir also jetzt mit dem regulären Video anfangen, möchte ich euch hiermit einen kleinen Laden, einen süßen Laden in Heidelberg vorstellen, wo ich der Eigentümerin ist eine junge Frau, auf Instagram folge. Und zwar ist es Goldknopf-Accessoires. Und ich fand diesen Knopfladen ähm, so toll eingerichtet mit so Vintage-Möbeln. Ich blende euch hier ein Video gleich ein mit Vintage-Möbeln, mit Vintage-Knöpfen. Also so wie ich das kannte aus meiner Schulzeit und jungen Jahren. Denn ich habe es schon mal erwähnt, tatsächlich habe ich in jungen Jahren viel genäht, war strickig zwar auch unterwegs, aber eher habe ich viel genäht. Mein Traum war es sogar, Modedesign zu studieren und habe mich also viel mit Stoff und Knöpfen und sowas befasst. Und wir hatten auch so einen Laden in Mannheim, der aber dann leider ähm,
wie so vieles nicht von einer neuen oder jungen Generation übernommen wurde und schließen musste. Ich habe aus diesem Knopfgeschäft immer noch viele Knöpfe in meinem Stash. Ich versuche aber trotzdem immer wieder genau solche Geschäfte zu unterstützen, weil es mir wichtig ist, dass in Zeiten von Online-Shops trotzdem gerade in unseren Städten ähm, auch solche Geschäfte gewertschätzt werden und auch Unterstützung finden. So, ich blende euch jetzt hier gleich ein Video ein. Wenn ihr Interesse habt, ihr könnt sie über Instagram anschreiben. Sie wird euch per Videotelefonie auch gerne beraten. Also ihr müsst nicht vor Ort in den Laden kommen. Sie freut sich natürlich, wenn ihr den Weg zu ihr in den Laden findet. Also seid ihr in Heidelberg unterwegs, schaut doch einfach mal vorbei. Sie verkauft online auch Schmuck. Schaut es euch an. Es ist ein spezieller Schmuck, ein schöner Schmuck, der vor allem auch eben ja, so etwas Vintage daherkommt, der vor allem auch opulent ist oder halt für Festlichkeiten oder für Hochzeiten, auch als Brautschmuck sehr ansprechend ist. Also ich finde, Bilder sagen mehr wie Worte, deswegen schaut doch gerne mal vorbei, weil die junge Frau nämlich noch 2 Nebenjobs hat, um diesen Laden zu erhalten. Sie befürchtet, sie muss ihn aufgeben. Und das ist etwas, was mir im Herz wehtut und wo ich denke, wenn wir alle ein bisschen vielleicht ein Auge drauf haben und da doch den ein oder anderen Kauf tätigen können, weil wir eben gerade Knöpfe brauchen oder Schmuck suchen, dann wäre ihr bestimmt geholfen und sie müsste nicht um ihre Selbstständigkeit bangen. Also, ich verlinke euch unten in der Infobox ihre Webseite. Ich blende euch hier nochmal den Instagram-Namen ein und ich blende euch hier jetzt mal ein kurzes Reel ein, das sie in ihrem Laden aufgenommen hat. Mein Favorit ist natürlich der Goldknopf. Ja, also es gibt so viele Knöpfe, da habe ich natürlich mehrere Favoriten, die aus Metall. Es gibt welche mit einem süßen Kleeblatt und auch noch Handarbeit sind. Dann geht es weiter. Ich habe viele, gerade diese Horn- und Holzknöpfe, finde ich auch immer ganz besonders. Dann hier auch die Farbtöne liebe ich gerade im Moment. Der ist sehr besonders, wie ausgefräst. Oder auch hier aus Kokosnussschale mit einem Wassermotiv. Und hier vorne dann natürlich meine heißgeliebten Swarovski-Knöpfe, die jedes Kleidungsstück zum Glänzen bringen. Und das war Werbung, aber nicht beauftragt, nicht bezahlt. Nur mir ist es eine Herzensangelegenheit, genau solche Leute zu unterstützen und vor allem Frauen. Aber so wie ich gerne andere unterstütze, freue ich mich auch total, dass ihr mich auch unterstützen wollt. In diesem Sinne möchte ich hier nochmal erwähnen, 2 Jahre YouTube sind rum. Ihr findet mich auf YouTube, Instagram, Ko-fi und auf TikTok unter Nanas Knits and Threads und auf Ravelry unter Knits and Threads. Und wenn ihr wollt, dann stupst mich doch auf Ravelry an und wir können uns miteinander verbinden und dann über Freunde immer beobachten, was denn so Strickiges bei uns gerade ja, passiert. Da freue ich mich drüber. Ich werde von euch auch immer wieder unterstützt, sowohl mit Kommentaren, mit neuerdings gibt es ja die Hype-Funktion, ähm, mit ja, kleinen Paketen und Geschenken. Also die Tasse zum Beispiel mit dem süßen Vögelchen ist von der lieben Veronika. Oder was jetzt letztens ankam, ist die Schoki. Danke, liebe Iris. Und gleich das Brettchen dazu und die Schafe. Was Wolligeres geht ja kaum. Schoki hat es nicht überlebt. Ja. Da freue ich mich mega drüber und die handschriftlichen Notizen, die hebe ich mir auf, die lese ich mir auch immer wieder gerne durch, denn was gibt es für mich zumindest Schöneres als ab und an ein schönes Wort, ein geschriebenes Wort, wenn es geht auch noch per Hand.
Da bin ich immer dafür zu haben, aber ich lese mir auch eure Kommentare immer sehr gerne durch und viele von euch geben sich da auch wirklich die Mühe und nehmen sich auch die Zeit, auf diverse Themen näher einzugehen. Also vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr mich hier soweit unterstützt und auch verfolgt habt. Damit es nicht untergeht, beziehungsweise in der kommenden Saison oder die kommenden Monate soll es ja kuschelig werden und gemütlich und dann hat man, wie jetzt halt ich, den Tee und sein Strickzeug. Und was kann es denn gemütlicheres geben, als in netter Runde miteinander zu quatschen? In dem Fall werde ich mit 2 weiteren quatschen und ihr könnt per Kommentar gerne mit interagieren. Das heißt, es folgen wieder Live-Termine. Da freue ich mich drauf. Also ich habe es wieder geschafft, nette Gesprächspartner zu finden und da hat mich die ein oder andere oder da hat mich der ein oder andere Vorschlag, der tatsächlich von eurer Seite aus kam, selbst überrascht, denn ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Personen auch Lust haben, diese Lives mit mir gemeinsam zu gestalten. Das erste Live wird am 13. Oktober stattfinden, wie gewohnt um 19:30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal hier. Wir werden zu dritt über Strickdesign und Strickthemen reden. Und zwar nimmt die liebe Marie von Mabel Knitting daran teil und die Mary von Strandstrick. Also der Altersdurchschnitt wird hiermit gesenkt. Da freue ich mich drüber. Bin mal gespannt, was die Jungen mir denn zum Trend und Stricktrend zu erzählen haben und überhaupt, dass es endlich wieder ein Live gibt und die beiden den Live-Auftakt gestalten wollen. Also schaut gerne nochmal auf Instagram oder auf YouTube, da mache ich auch einen Beitrag rein, wann das kommende Live stattfindet, also 13. Oktober. Und schaltet doch gerne ein und kommentiert bzw. gestaltet doch diese Unterhaltung mit uns mit. Also wir würden uns freuen. Und gleich darauf kann ich euch sagen, findet das nächste Live statt. Und zwar das zweite Live, was ich schon hier per Datum mit euch teilen kann, wird dann die Woche drauf am 20. Oktober stattfinden. Also beide Lives um 19:30 Uhr auf meinem Kanal und das zweite Live mit der lieben Christiane von Liz Minitz. Und der zweite Live-Partner wird Ralf von Instagram, Ralf Knitting sein. Und Ralf habe ich von der Strickfreundin als Vorschlag, also sie hat den Vorschlag gemacht, ich möge ihn doch mal fragen, weil er nämlich in Kassel aufgefallen ist mit seinen tollen Colorwork-Strickteilen. Also Ralf strickt ganz tolle Colorwork-Sachen. Ich blende hier mal seinen Instagram-Namen ein. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Auf jeden Fall, Ralf und Christiane werden das zweite Live gestalten. Da freue ich mich auch mega drauf, bin mal gespannt. Wir sind also diesmal auch mit einem männlichen Kandidaten unterwegs. Also mal schauen, was denn die andere Seite über Strick zu erzählen hat. Und wenn ich schon Christiane erwähne, Christiane, falls ihr nach Backnang fahrt, zum 7. Wollfest, das ist vom 25.10. bis zum 26.10., die könnt ihr vor Ort dort auch treffen und ganz tolle Gespräche und vor allem Garne bei ihr am Stand entdecken. Ja, also 2 Lives im Oktober und ich habe auch schon 2 Lives für November, aber darüber reden wir dann ein anderes Mal. Wenn ich hier schon von Unterstützung rede und wie dankbar ich bin und überhaupt wie toll diese Community ist, dann möchte ich euch auch sagen, dass ich natürlich auch etwas zurückgeben möchte nach diesen 2 Jahren, beziehungsweise auch dafür, dass ich die 4000er Follower-Anzahlgrenze geknackt habe. Yay! Aber ganz ehrlich, mittlerweile muss ich sagen, die Zahlen sind mir relativ wurscht. Ihr könnt hypen oder auch nicht.
doch Abonnentenzahlen und Kommentare und Hypes helfen den Kanälen und nicht nur mir, von dem Algorithmus vorgeschlagen zu werden. Also das entscheidet, ob der Algorithmus uns für interessant genug hält, um eben anderen Zuschauern unseren Beitrag vorzuschlagen und zu zeigen. Also hängt es an euch, inwiefern ihr wen unterstützen wollt. So, aber als Dankeschön möchte ich, und hier kommt wieder Werbung, also eigentlich sind wir in einer Dauerwerbesendung, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, aber ich sage es jetzt nochmal dazu, wie immer, alle Kanäle, die so wie meiner gestaltet sind, sind Dauerwerbesendungen. Die eine Werbung ist beauftragt und die andere eben nicht. In dem Fall mache ich Werbung, die unbeauftragt ist. Und zwar geht es hier um dieses Täschchen von der Firma Mood und gleichzeitig auch diese Stricktasche von der Firma Mood und unbeauftragt deswegen, weil ich die selbst gekauft habe. Ich finde, ich möchte auch was zurückgeben. Habe ich auch jetzt schon mehrfach gemacht. Ich veranstalte gerne das ein oder andere Gewinnspiel zu verschiedenen Anlässen. Hier eben zum Anlass 2 Jahre YouTube. Ihr habt hier ein Täschchen, wo verschiedene kleine Taschen hat, wo man seine Nadeln schön reinpacken kann. Es hat 1, 2, 3, 4, 5 Taschen und hat einen langen Gurt. Man kann also das auch schön mit in den Urlaub nehmen. Schwarzes Leder. Und diese Nadeltasche sieht von innen so aus. Da könnt ihr ebenfalls die Nadelspitzen rein tun und hier die Seile. Und da sind noch an der Seite noch andere Taschen und Öffnungen, wo man was reinfügen kann. Dann denke ich, da hat man seine Nadeln auch geschützt und geordnet. Also diese 2 Sachen würde ich verlosen, beziehungsweise jetzt kommt ein Finished Object und das hängt auch an einem dritten Preis. Mein erstes Finished Object, über das ich reden will, ist das Riptide Scarfett von der Jennifer Shields Toland, eine Kaufanleitung auf Ravelry und in Kürze auf Deutsch übersetzt. Jen, ansässig in New York, macht einige Strickdesigns schon einige Jahre und übersetzt diese auch fast regelmäßig auch in deutscher Sprache. Also schaut gerne auf Ravelry bei ihr vorbei. Meine Version ist gestrickt aus der Ulrika Tweed von Swata Faret, gesponsert von Edna. Und das ist das Scarfett oder der kleine Schal. Total zuckersüß. Hat eine süße Länge. Gebraucht habe ich fast 2 von diesen Knäulen. Die Lauflänge, muss ich mal schauen. Also wir haben hier 97% Wolle und 3% Viskose. Gestrickt war es mit 4 mm und wir haben 100 Meter auf 50 Gramm, also DK-Stärke und hat, wie ihr seht, so leichte Tweed-Flecks in Rot, in Lila, in so einem Blau, Flieder. Also es mutet herbstlich an. Ja. Dieser süße Schal, den gibt es in 2 Größen. Meine ist die kleinere Größe und auf dem Bild seht ihr unten die größere Größe. Und was hat es mit der Verlosung zu tun? Jen schmeißt in den Lostopf 3-mal diese Anleitung hinein. Wie gesagt, in Kürze, oder falls ich es noch nicht erwähnt habe, in Kürze wird die Anleitung auch auf Deutsch verfügbar sein. Jen designt schon einige Jahre. Ich habe auch schon viel für sie Test gestrickt und sie übersetzt fast regelmäßig ihre Anleitungen auch in die deutsche Sprache. Also schaut gern vorbei.
5 von euch haben somit die Chance, entweder eine der 3 Anleitungen von Jennifer Shields Toland zu gewinnen oder eine der beiden Taschen der Firma Mood mit dem Hashtag Nana Danke, bitte groß geschrieben. Ich schreibe die genaue Schreibweise unten in die Infobox rein. Der Comment Picker kann euch nicht finden, wenn ihr euch nicht daran haltet. Also Bedingung ist, dass ihr kommentiert, dass ihr den Hashtag mit rein kommentiert, und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und somit geht ein dickes Danke sowohl für eure Unterstützung als auch eure Abonnements von meiner Seite an euch. Ja. Mit meinem Kanal hier bewege ich mich in verschiedene Richtungen. Ich lasse mich treiben, ich schaue, wo es mich hin verschlägt, beziehungsweise was denn von euch gewünscht wird. Und unter anderem wurden Tutorials gewünscht, beziehungsweise Aufnahmen zu meinen Strickdesigns oder auch zu bestimmten Strickbegriffen, die ich in Zukunft und die nächsten Wochen und Monate versuchen werde aufzunehmen. Vor allem aber in Bezug auf meine Strickdesigns, dass ich die abfilme und ihr dann die Möglichkeit habt, für die ein oder andere Anleitung eben das entsprechende Video zu sehen. Dafür haben der David und ich auch hier kopfüber schon einiges gebaut und verändert. Aber es reicht ja nicht nur, auch einen vernünftigen Arbeitsplatz zu haben, also sprich Schreibtisch, sondern eben auch hier, wie ihr seht, im Hintergrund einen bequemen Stuhl, bei dem ich wirklich Stunden hier sitzen kann, denn so lange dauert es mitunter, bis so ein Video unter Dach und Fach ist, bequem sitzen kann und eben euch dies erfüllen kann. Ja. Die kommenden Minuten möchte ich also mit euch über dieses Schätzchen hier sprechen, was die Firma Flexispot dankenswerterweise für diesen Kanal gesponsert hat. Und wer nicht zuhören will, der kann ja dann das überspringen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr die nächsten paar Minuten dran bleibt. Dementsprechend jetzt kommt beauftragte Werbung. Die Firma Flexispot hat mir einen ergonomischen Bürostuhl für meinen Kanal gesponsert. Diesen kann man, wie ihr hier auf den Bildern seht, ganz platzsparend unter dem Tisch verstauen, wenn er eben nach der Arbeit nicht mehr benötigt wird. Er ist sehr bequem und man hat eine entspannte Arbeitszeit auf ihm. Die Kopfstütze ist individuell einstellbar, sowohl in Höhe als auch im Winkel. Und die Armstützen lassen sich ebenfalls per Knopfdruck ganz leicht in die individuelle Höhe justieren, um die Arme beim Arbeiten zu entlasten. Im Rücken habt ihr eine variable Stütze, die könnt ihr ebenfalls nach euren Wünschen einstellen. Und wer lange gearbeitet hat, der muss vielleicht auch mal zwischendurch die Füße hochlegen, was ebenfalls sowohl mit der eingebauten ausklappbaren Fußstütze als auch mit der Kippfunktion des Stuhls möglich ist. Diesen Stuhl erhaltet ihr in 5 tollen Farben ab sofort auch auf Amazon. Den Link zur aktuellen Herbstaktion findet ihr unten in der Infobox. Der Aktionszeitraum ist der 7. bis 8. Oktober mit Rabatten von 27 bis 35%. Meine Farbe heißt Ivy und ich bedanke mich bei der Firma Flexispot für ein zukünftiges, komfortables Arbeitserlebnis. Ja, an dieser Stelle danke nochmal an Flexispot und jetzt machen wir weiter mit dem regulären Podcast zum Thema Edna und Sponsoring. Mich hat zum Socktober diese tolle Sockenwolle erreicht. Das ist ganz neu, die Socks Merino, und zwar 4-Ply 100 Gramm, 400 Meter. Edna hatte das, soviel ich weiß, nicht in ihrem aktuellen Programm und hat das jetzt ganz neu aufgenommen. Das ist 75% Merino-Wolle und 25% Polyamid und butterweich. Also wirklich
die ist richtig schön soft und weich, nicht wie die klassische Sockenwolle. Also bin da total begeistert und ich finde auch diese Färbung schön. Tatsächlich ist das die Farbnummer 444007 und schaut gerne bei Edna mal vorbei. Ich freue mich, die anzustricken. Wenn wir von Edna sprechen, dann möchte ich auch gleich hier meinen Cardigan zeigen. Hatte ich euch das letzte Mal schon in die Kamera gehalten. Und zwar reden wir hier von dem. Und da geht es um Wolle von der Firma Svartafaret, ebenfalls von Edna gesponsert. Das ist die Merino-Wolle in der Farbe ohne Brille 221321, also dieses Bordeaux-Rot, was ja absolut der Trend dieses Jahr Herbst-Winter ist. Und da wollte ich euch mal hier das Strickbild nochmal zeigen, welches ich total wunderbar finde. Und es lässt sich richtig schön stricken, das Merino. Und die Strickjacke wird für meine jüngere Nichte sein. Fühlt sich auch sehr gut an, das Merino. Bin mal gespannt, wie die Anleitung am Ende sitzen wird. Ihr bekommt die Anleitungen auf der Seite von Edna kostenlos zum Download. Da könnt ihr gerne mal schauen. Die haben ganz tolle jetzt neue Herbst-Winter-Kollektionen hochgeladen. Bin ich begeistert von. Wie gesagt, meine Nichte hat sich diese ausgesucht und die Wolle wurde mir von Edna zur Verfügung gestellt. Also vielen Dank an Edna an dieser Stelle. Wenn wir schon bei der Farbe Bordeaux sind oder waren, die wird aber jetzt hier noch im Laufe der Folge noch das ein oder andere Mal erscheinen, dann möchte ich gleichzeitig überhaupt auf das Thema Farbe eingehen. In den vergangenen Lives auch, habe ich das ein oder andere Mal erwähnt, dass wir in den 80ern bunter daher gelaufen sind, während heute die Farben verschwinden bzw. komplett runter reduziert werden. Wie ihr merkt, auf meinem Kanal seht ihr recht viel Farbe und ich gehe auch gerne mit Farbe mutig um, was aber nicht heißen soll, dass ich in meinem Alltag ausschließlich bunt wie ein Papagei unterwegs bin. Farbe, finde ich, soll man fühlen. Farbe sollte die Stimmung unterstreichen. Welche Farbe für wann für euch passend ist, solltet ihr, oder empfehle ich, solltet ihr ausprobieren. Aber schade finde ich, dass Farbe in unserem Alltag immer mehr verschwindet. Und da gehe ich drauf ein. Da hat mich die liebe Simone von My Simone darauf aufmerksam gemacht, dass es sich vielleicht in der Vergangenheit so angehört hat, als wollte ich die ein oder andere Podcasterin damit angreifen, dass sie viel beige oder rosa oder was auch immer strickt. Dem ist nicht so. Denn Nichtfarbe ist nicht nur der beige- oder Braunton, wobei Braun ja schon wieder eine Farbe ist, aber der Beige-Ton, sondern unter Nichtfarben versteht man genau diese verwaschenen Farben, also auch ein helles Grau, ein helles Rosa, alles, was halt eben so zart gerade erahnt wird, ganz blasses Grün. Also all diese Farben nennt man zum Beispiel in der Innenarchitektur gerne Nichtfarbe. Und die wird gerne als Hintergrundfarbe genutzt, um eben eine entsprechende auffällige Farbe in den Vordergrund rücken zu können. Und ich finde, gerade auch in der Mode sollten wir uns dieser Werkzeuge bemächtigen, beziehungsweise dieser Farben. Man sieht es ja auch an den französischen Frauen, die das ja auch zur Regel gemacht haben. Also die tragen 2 Nichtfarben und kombinieren dann eine Farbe als dritte Farbe dazu, die dann eben dem ganzen Ensemble, was sie dann anhaben, oder im ganzen Outfit dann einen gewissen Pfiff geben. Das muss nicht immer Kleidung sein. Das kann manchmal auch ein roter Schuh oder eine grüne Tasche sein oder eben der rote Lippenstift. Aber Fakt ist, diese Regel befolgen sie doch ganz gerne und ich finde, dass das immer sehr schick aussieht. Was ich traurig finde und schade finde, ist aber, dass die Farben auch in unserem Alltag immer mehr verschwinden. Das heißt also, uns wird die letzten Jahre suggeriert, dass
Nicht-Farbe Luxus bedeutet, dass es hochwertig ist, je weniger Farbe das hat, je reduzierter, desto aufgeräumter vielleicht auch in unserem Kopf, in unseren Gedanken, desto beruhigender. Und der Trend, den entdecken wir ja nicht von alleine. Also sprich, der wird uns ja auch vorgegeben. Wir werden ja auch in diese Richtungen hin manipuliert. Und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht für sich selbst Farben neu entdeckt, aber vor allem Farben Kindern und im Kinderzimmer nicht vorenthält. Also ich finde gerade wichtig für Kinder, Farben doch zu entdecken und welche Farben miteinander schön harmonieren und was die mit mir machen, welche Stimmung. Also ich trage ja nicht jeden Tag die gleiche Farbe. Rot ist eine Farbe, die ich sehr gern mag. Grün ist eine Farbe, die ich sehr gern mag. Und Orange heißt aber nicht, dass ich das jeden Tag trage. Das kommt ja auf die Stimmung drauf an. Und wie komme ich denn überhaupt auf die Farben? Schaue ich mir gerne die Haute Couture Schauen an. Das heißt also auf YouTube schaue ich mir an, was geht denn auf den Laufsteg bei Chanel, bei Dior, bei Armani, wer auch immer da, welche auch immer Namen euch da einfallen. Und was ist denn so der Trend? Also ich weiß jetzt schon, welche Farben in den kommenden Saisons denn so kommen. Das heißt also, wenn die High Fashion Bordeaux für sich entdeckt hat, und das war vor 3 Jahren, dann kommt das bei uns dann ins Geschäft. Weil nämlich bis dann die normale Kleiderindustrie für Otto-Normalverbraucher das umsetzen kann, das dauert. Das müssen ja Farben erst kreiert werden, es müssen die entsprechenden Kleidungsstücke kreiert werden, die müssen ja auch produziert werden und so weiter. Also alles das geht sogar heutzutage viel schneller als noch in den 80er und 90er Jahren. Aber dieses schneller ist nicht immer besser. Und damit ich eine entsprechende Farbe aber länger tragen kann, im Sinne von, man kann eine Farbe ja tragen, so lange wie man will, aber sprich, ich für mich trotzdem das Gefühl habe, ich habe meinen eigenen Stil, habe aber gleichzeitig vielleicht den aktuellen Trend mit eingearbeitet, denn ich verfolge Trends gerne, aber ich befolge Trends nicht, weil ich finde, das ist ein Unterschied. Ein Trend befolgen heißt, ich muss nicht drüber nachdenken, sondern gehe einfach ins Geschäft und kaufe, was da hängt. Egal, ob das mir persönlich steht oder nicht, beziehungsweise gefällt. Das ist jetzt so vorgeschrieben, also bin ich modisch. So sehe ich das nicht. Ich finde, man sollte den eigenen Geschmack entwickeln können und indem man halt eben Trends verfolgt, sollte man einzelne Aspekte daraus für sich wählen und versuchen, die längerfristig auch in den eigenen Kleiderschrank einzubauen. Also so arbeite ich dann auch mit meinem Strick. Das heißt also, ich habe jetzt vor 2, 3 Jahren schon beobachtet, Bordeaux zieht in unsere Kleidergeschäfte, auch zu Hause wird es den Einzug erhalten, bei mir halt in Form von Wolle. Ich mag sowieso, wie ich eben gerade gesagt habe, den Rotton und habe Bordeaux auch schon jahrelang in meinem Kleiderschrank hängen. Das heißt also, immer wieder kommt und geht der Ton, der wird dann mal mehr angezogen und mal weniger. Aber ich freue mich immer, wenn Bordeaux wieder verstärkt zu finden ist, denn gerade dieser, oder Burgund, wie auch immer ihr den Farbton nennen wollt, gerade dieser Farbton ist nicht immer so einfach und perfekt zu finden. Also aktuell ist die Hochkonjunktur, wird sich aber in den kommenden Monaten auch wieder in eine hellere und rötere Richtung bewegen. Also diese Farbtöne, die muss man sich so ein bisschen auch wie eine Welle vorstellen, die halt ihren Zenit erreicht und dann halt eben wieder abflacht, ja. Oder abgewandelt wird einfach in ein anderes Farbspektrum. Nicht ein bestimmter Strickpodcast oder ein Stricktrend wird von mir hier angeprangert, sondern oder wird überhaupt angeprangert, sondern ich finde einfach, setzt euch doch mit Farben auseinander. Was macht die Farbe mit euch? Wie fühlt ihr euch? Rot macht einen stark, Grün gibt einem eine gute Laune, ja.
Pink ist ja nicht umsonst auch für Brustkrebsschleife gewählt worden, weil es eben Kraft und Stärke signalisieren soll. Also was machen diese Farben mit euch? Setzt euch doch ein bisschen damit auseinander und arbeitet doch hier und da etwas Farbe ein. Eine der Followerinnen hat mich auf einen Podcast aufmerksam gemacht, und zwar sind es zwei Frauen auf Spotify, also Werbung unbeauftragt, unbezahlt, gibt es Feuer und Flamme heißt der Podcast, und da heißt die Folge Grayish, eine Welt ohne Farben. Und die haben das recherchiert auf professionelle Art. Ich werde euch unten den Podcast verlinken. Hört gerne rein. Da wird einiges erklärt, was denn so der Trend war. Denn wenn ich mich zurückerinnere, gerade als mein erster Sohn geboren worden ist, Ende der 90er Jahre, da war Terrakotta-Trend. Da wurden bei uns ganze Vororte neu hochgezogen und gebaut, und alle hatten dann diesen Toskana-Flair und diese Terrakotta-Farben in verschiedenen Tönen. Da war es Reisen neu entdeckt nach Spanien und nach Italien, und das hat das alles wieder gespiegelt. Also die Frage ist, was spiegelt denn dieses Grayish aktuell wieder? Hat das was mit unserer politischen Situation zu tun weltweit? Ich rede hier von keinem bestimmten Land. Da trete ich zurück davon. Also sprich, ich möchte hier kein Thema lostreten, aber hat das was mit der Politik auch zu tun, mit nach Corona, mit einer gewissen Grundunzufriedenheit? Also was heißt denn dieser Trend? Das wollte ich jetzt mal hier so benennen, und ich finde, der Podcast zeigt schön, also viele verschiedene Blickwinkel drauf. Ja. Mein nächstes Finished Object seht ihr schon die ganze Zeit an mir, und zwar ist es der Bouquet-Sweater. Das war ja ein Teststrick, den ich gemacht habe für Knitting for Breakfast. Findet ihr als Kaufanleitung mittlerweile auf Ravelry. Tatsächlich seht ihr, das Original ist in einer Salbeigrün, Bordeaux und Off-White Mischung gewesen. Und ich habe aus der Holst Coast ein Petrol gewählt, ein Jadeblau und ein, ich weiß gar nicht, Zitronengelb, glaube ich, war es. Und dieses Off-White, dieses Creme. Tatsächlich habe ich auch schon, glaube ich, gesagt, gar nicht so der Blautyp, aber Petrol ist in meinem Farbspektrum drin. Ich bin ein Herbsttyp und warme Töne stehen mir gut. Man kann ja diese Jahreszeiten-Typisierung kann man für sich selbst auch testen. Es gibt ja auch Bücher drüber. Das ist keine Neuentdeckung übrigens. Das gab es schon Ende der 80er Jahre. Da wurde schon darüber geschrieben, und auch die Tests kamen damals raus. Deswegen weiß ich das schon eine geraume Zeit, in welches Farbspektrum ich denn falle, und versuche halt dementsprechend immer die Farben zu wählen. Diese Farben jetzt hier würden gar nicht so typisch zu mir in mein Farbspektrum passen, aber ich wollte nicht immer den gleichen Trampelpfad folgen. Also habe ich eine Farbe gewählt, wo ich weiß, die entspricht meinem Farbspektrum. Das wäre halt dieses Petrol, und die anderen Farben habe ich drumherum gebaut. Habe ihr seht ja hier den Unterschied vom Colorwork zu meinem, habe das extra so gewählt, dass mein Oberteil aussieht wie ein alter, ausgeblichener Teppich, den man vielleicht geerbt hat, so ein Seidenteppich, wo man das Muster erahnen kann, aber nicht genau ausmachen kann. Und habe aber ich blende euch hier ein Tragefoto ein, habe aber bei meiner Version das Colorwork unten am Bündchen weggelassen. Beim Teststrick war das nicht vorgesehen. Ich konnte aber den Pullover in der Teststrickphase nicht mehr beenden. Also mir hat unten der untere Part gefehlt. Und dann vor 2 Wochen oder so habe ich es beendet und habe beschlossen, dass ich diesen Colorwork-Part an meinem
Bündchen unten weglasse. Tatsächlich an mir finde ich es gar nicht so von Vorteil, wenn unten nochmal so eine Partie eingearbeitet ist. Ich finde es viel schöner, wenn es eben dominant an einer Stelle ist, statt an mehreren. Dann verliert sich das, finde ich, im Körper. Nicht immer, aber meistens. Ja, also Bouquet-Sweater von Knitting for Breakfast, Kaufanleitung auf Ravelry, und mein Garn ist Holst Coast, ist eine Mischung zwischen Merino und Baumwolle und ist ein ganz dünnes, also Light Fingering Garn, habe ich auch nur einfach verstrickt und nicht doppelt und bin froh mit. Wie ihr seht, ich ziehe es als Polunderersatz über ein Langarm-Shirt an, geht natürlich aber auch im Sommer oder im Frühjahr als T-Shirt-Variante mit einem Top drunter. Ich habe es nämlich absichtlich cropped gestrickt, weil ich nämlich High-Waist immer trage und finde das immer schöner, wenn das dann in der Länge endet. Mein letztes Finished Object für heute seht ihr auch schon die ganze Zeit im Hintergrund, und zwar ist das mein Spring Break Cardigan Nummer 2. Wir reden hier von meiner Kaufanleitung, die ihr auf Ravelry findet. Ich habe euch im letzten Video den Cardigan gezeigt, wo ich noch am Stricken war. Wie ihr seht, hat er ebenfalls keine Knöpfe, wie auch Version Nummer 1. Ich habe hier statt dem Big Mohair, was ich ja in der Version von Zauberkunstgarne verarbeitet habe, habe ich hier dreifädig Flausch verstrickt. Ich sage Flausch, weil es ist nicht durchgehend Mohair. Oben das helle ist die Lang Yarns Zen. Das ist tatsächlich eine Schurwoll-Alpaka-Seidenmischung. Und die unten, also die Knäule unten, waren verschiedene Produktproben, die ich für die Mohair-Folge genutzt habe und beziehungsweise gestellt gekriegt habe von den verschiedenen Firmen. Und die habe ich dann halt eben hier verarbeitet. Tatsächlich möchte ich sagen, dass ich noch die Camaros Midnazol, also es ist auch Baby Alpaka, Tencel und Merino, auch mit drin habe. Ja, das ist dieser gelbe Part ist in Ordnung, auch die Zen ist okay, wären aber jetzt beide nicht mein Lieblingsgarn. Tatsächlich habe ich weiter unten die Mohair Luxe von Lang Yarns eingearbeitet und da bin ich begeistert von. Also da ist Name Programm. Es ist soft, es ist super weich, also ist wirklich total kuschelig, lieb ich, werde ich in Zukunft aber auch auf jeden Fall im Auge behalten. Es ist 77% Mohair und 23% Seide, aber das Mohair ist ein Superkit Mohair. In der Mohair-Folge hatte ich erklärt, dass es die Steigerung, die weiche Steigerung zum normalen Mohair des Superkit Mohair ist. Also wollt ihr es noch weicher haben, dann achtet drauf, ob auf dem Etikett die Bezeichnung Superkit auch mit drauf steht. Dann habt ihr auf jeden Fall das qualitativ hochwertigere Garn. Ja, wie gesagt, Langjahns Mohair Lux werde ich im Auge behalten. Gibt es bei der Steffi von Zauberkunstgarne auch in ihrem Shop. Habe ich aber nicht von ihr. Steffi ist übrigens auch auf Backnang. Falls ihr vorbeischauen wollt, schaut auch gern bei ihr vorbei. Da werdet ihr meinen Cardigan Version Nummer 1 finden. Hier habe ich einen Druckknopf eingearbeitet. Steffi hat auch so Schmuckdruckknöpfe, die man anbringen kann. Bei der Version habe ich keine Knöpfe in keinster Weise eingearbeitet, weil ich diese Schmucknadel, die von Lana Grossa tatsächlich ist, noch also in meinem Stash hatte. Ich habe die für diverse Jacken mir gekauft, habe ich noch in anderen Farben und habe hier die Farben gefadet. Das heißt also, ich hatte dreifädig das Mohair und habe dann immer einen Faden weggelassen und einen neuen von der neuen Farbe wieder aufgenommen und dann immer im Wechsel
einen Faden fallen lassen und wieder von der neuen Farbe den nächsten und so weiter und so weiter. Das werde ich die Tage aufschreiben und zur bestehenden Kaufanleitung mit hinzufügen. Dafür gibt es keinen Teststrick. Das heißt, es weicht minimal von der Originalanleitung ab. Ich werde das als Rezept anhängen. Wer die Kaufanleitung schon hat, bekommt dann automatisch ein Update. Wer eben die Anleitung noch kaufen möchte, hat dann eben die Möglichkeit, entweder Variation 1 oder eben 2 zu stricken. Wie gesagt, bei 2 mache ich keinen Teststrick mehr. 1 wurde testgestrickt. Und was ich noch sagen kann, die Big Mohair gibt es ja auch als Variante Big Suri für die Empfindlichen. Aber insgesamt ist diese Big-Variante eine ganz andere Haptik als wie eben Dreifach Flausch. Also vom Tragegefühl her und auch von der Haptik her unterscheidet sich das. Tatsächlich ist die Big-Variante, egal jetzt ob Mohair oder Suri, äh, wenn wir schon beim Thema Trend vorhin waren, auch dem aktuellen Trend, im aktuellen Trend vorhanden. Ich habe gesehen, dass große Marken wie Marc Cain zum Beispiel, wen es interessiert, auch jetzt die kommende Saison mit genau solchen Strickmänteln Werbung machen in diversen Farben. Also hier in Variante 1 habe ich ja diese gedeckten Töne, diese abgeschwächten Nichtfarben, während halt hier die kräftigere Farbe vorhanden ist. Ihr könnt sehen, ob einfach das Design für euch ist oder nicht. Knopflöcher kann man ja trotzdem auch hinzufügen, wenn man das möchte. Ich persönlich habe erklärt, warum ich Knopflöcher nicht so mag, beziehungsweise halt beim Flausch die schweren Knöpfe, damit das sich nicht so verzieht. Ich tendiere eher zu Druckknopf, die dann der Druckknopf halt eben beim Flausch viel leichter ist. Ich blende euch jetzt mal hier beides nochmal als Tragevideo ein. Einmal die Variante und auch die lange Variante mit dem Trend Accessoire der Saison, und zwar einem breiten Gürtel. Ich finde nämlich, das sieht nämlich auch sehr schön aus. Ja, also wenn ihr Spaß habt und sowas nachstricken wollt, Kaufanleitung auf Ravelry unter Nana Design bzw. Spring Break Card. Und die Big Mohair und das Big Suri findet ihr ebenfalls in Backnang bei der Steffi am Stand. Und wenn ihr den Cardigan stricken wollt, dann kriegt ihr die Anleitung bei ihr kostenlos noch dazu. Ja, Socktober. Ich habe vor, dieses tolle Sockset von A Homespun House ebenfalls anzuschlagen. Soft Sock Set Halloween at Hogwarts. Also finde ich ganz klasse. Ich mag die Farbe. 120 Gramm ist das. 480 Meter. Hat ein tolles Grün. Hat dieses Kürbisorange und so, ja, beige, schwarz-grün Sprenkel. Freue ich mich drauf. Und wenn wir bei A Homespun House sind, ich hatte in meinem Stash oder habe in meinem Stash dieses Decay, habe ich glaube noch unter Corona bei A Homespun House gekauft. Das ist eine Farbe, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, die sich nennt Turmeric. Das ist Merino Cashmere Decay. Sind 240 Meter auf 100 Gramm. Und die ganze Zeit wusste ich nicht, was fange ich denn mit dieser tollen Farbe und mit der tollen Wolle an. Und als ich in Worms war, auf dem Wollfest, habe ich Sticker Tinka da getroffen. Und sie hat diese tolle, also die Katrin, sie hat diese tolle Handstulpen dort vor Ort gezeigt und beworben. Hier aus der Qualität von, wie heißen sie? Martins Lab, ja. Sie hatte die dort beworben und ich fand die so toll.
Das heißt also, meine DK-Wolle von Homespun House wird auf jeden Fall die Vetemits. Ihr bekommt die Kaufanleitung auf Ravelry und Sticker Tinker hat auch einen eigenen Kanal hier auf YouTube. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Tatsächlich wohnt sie in meiner Heimatstadt Mannheim und da unterstütze ich das sehr gerne und freue mich auf diese Handstulpen. Ich habe auch noch ein weiteres Garn, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich auf die Maschenprobe komme. Und zwar ist das ein Garn, was ich von Knit Shop Italy letztes Jahr im Dezember gesponsert bekommen habe. Ist ein tolles Grün. Passt wieder in das Farbspektrum, was im Trend ist. Also sprich Rot und Grün sind auf jeden Fall die Farben, die Trendfarben schlechthin. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch dieses tolle Garn verstricken kann in diese Vetemits. Wenn wir von Kooperationen auch sprechen oder wenn ich von Kooperation auch spreche, dann spreche ich nicht von bezahlten Kooperationen im Sinne von, ich bekomme Lohn X von Firma Y, also da bin ich weit davon entfernt, sondern eine Kooperation setzt sich, ob jetzt Handfärber oder Fabrikwolle, so zusammen, dass wir YouTuber das aushandeln mit diversen Firmen, ob ein Rabattcode für uns, ein Dauerrabatt möglich ist, damit wir euch auch verschiedene diverse Qualitäten zeigen können, denn sonst könnten wir das ja gar nicht finanzieren. Hier und da bekommen wir aber auch neue Garne dann kostenfrei zum Testen zugeschickt, sowohl von Handfärbern oder eben auch von, wie gesagt, verschiedenen großen Woll- oder Garnherstellern. In dem Fall reden wir jetzt von der Firma Soulwool bzw. Kremke. Kremke hat das Logo geändert und hat dann ein neues Lounge gemacht und hat dann passend zum Logo zum einen Pakete mit diesem, also das ist das neue Logo, ähm, mit diesem neuen Garn bzw. Sockset verschickt an diverse Podcaster. Ihr könnt auch bei der lieben Lisa von Lisbeth Nitz vorbeischauen. Sie hat nämlich auch so ein Paket bekommen. Und da geht es im Speziellen um die Fruity Socks. Da gibt es diverse Modelle. Da hat man sich aussuchen können, welches Modell denn man gerne nachstricken wollen würde. Bei der Lisa seht ihr die Bananensocken und das entsprechende Garn dazu. Und bei mir, ich habe mir die Erdbeersocken ausgesucht und das Garn, was es dazu gab. Es ist, also als Set kann man das bei Kremke kaufen. Erhaltet ihr also praktisch diese 4 Knäulchen. Ich blende euch aber mal das Bild ein von dem Paket, was hier ankam. Die Wolle selbst, also ich wiederhole mich heute, aber ich habe heute wirklich hier butterweiche Wolle. Wolle ist, das sind 25 Gramm Knäulchen, die sind super weich. Das ist 65% Wolle, ne? Und 25% Polyamid und 10% Alpaka. Bei den Socken bin ich so weit, wie ich finde, in der Kamera kann man deutlich das Erdbeerthema erkennen. Gestrickt habe ich hier mit 2 mm Nadeln mit den Adi Unicorn. Habe ich mir mitgenommen. Ich glaube in Kassel, sicher bin ich mir gar nicht mehr. Metall gehört nicht zu meinen Wohlfühlnadeln, Lieblingsnadeln, weil ich Jahre mit Metall gestrickt habe. Ich mag das Gefühl in den Händen nicht so. Ich mag auch die Geräusche, die Metall macht, nicht so. Aber bei Socken brechen dünne Nadeln ja gern.
Ich stricke sonst mit 2,5, aber ich habe das Gefühl, dann stricke ich zu locker und habe jetzt gedacht, ich probiere es mal mit 2 Millimeter. Ich denke aber, ich werde auf 2,25 in Zukunft hochgehen. Warten wir es mal ab, was bei der Socke passiert. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Tatsächlich Firma Adi habe ich angeschrieben, weil ich deutsche Firmen unterstützen möchte, beziehungsweise halt bevorzugt gerne kaufen würde. Habe von Adi die Trio und die Christmas-Nadeln und halt, wie gesagt, die jetzt. Hatte die angeschrieben, ob sie denn die ein oder anderen Holznadeln zum Testen bereit wären zu senden. Nein, also ich gehöre nicht in die äh, Gruppe der Tester, also kann ich auch dazu nicht so viel sagen. Alle Nadeln kann ich mir auch nicht kaufen, aber die ich habe, ähm, die Trio sind okay. Ja, also ich habe noch nicht die Lieblingsnadel, was das Sockenstricken angeht. Ja, aber fühlt sich super an, tolles Thema, finde ich cool. Kremke, Fruity Socks kriegt ihr, wie gesagt, bei Kremke auch das Büchlein und die verschiedenen Socksets. Kremke bzw. Soulwool durfte ich dieses Jahr in H&H vor Ort besuchen. Zur Soulwool-Familie gehört aber auch BC-Garne. Und da hat die liebe Emma, so hieß sie vor Ort, uns die äh, neue Qualität, und zwar die Brisa, vorgestellt, welche bei mir einziehen durfte. Als Kooperationspartner durfte man sich für ein Projekt die Garnmenge aussuchen. Die Brisa wird demnächst bei BC Garne oder Soulwool zu kaufen sein. Wir durften uns, wir Kooperationspartner Knitfluencer durften uns für ein Projekt was aussuchen. Ich habe mir die Farbe 06 Dunkelrot ausgesucht von der Brisa, die super weich ist. Also das ist ja ein Blown Yarn, also ein gepustetes Garn mit den hohen Ansprüchen von Soulwool bzw. von BC Garn, die ja für Tierwohl stehen und für Zertifikate, also sprich ist ja auch vorne abgebildet. Könnt ihr mal auf der Webseite lesen. Es ist super weich. Ihr habt einen Baumwollschlauch, in den das Garn reingepustet wird, was dann in dem Fall noch Alpaka und Wolle ist. Die Haare sind kurz gehalten, wenn ihr das seht. Also ihr habt hier keine langen abstehenden Flauschhaare und trotzdem diesen Halo. Und ja, ich bin begeistert. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe mir, das sind 110 Meter auf 50 Gramm, das Garn ausgesucht für folgendes Projekt, aber gleichzeitig noch ein Beilaufgarn dazu. Und zwar Svala ist ebenfalls ganz frisch rausgekommen, wurde ebenfalls in Köln schon vorgestellt. Das ist Mohair-Ersatz, Flauschersatz, also für alle, die im Fitness sind. 400 Meter auf 50 Gramm ist ein Alpaka-Flausch, hat ebenfalls keine langen Haare. Dementsprechend ist auch der Störfaktor minimal, würde ich sagen. Bin ich total begeistert. Die zwei Garne möchte ich zusammen so rum. Die zwei Garne möchte ich zusammen verstricken in folgendem Projekt, und zwar Magnolia Bloom von der Camilla Barth. Ist ein Wunschpullover, Traumprojekt für mich schon seit Jahren. Bin ich noch nie dazu gekommen, beziehungsweise die meisten nutzen Drops Air und ich weiß nicht warum, habe es einfach nicht gemacht, habe gewartet und jetzt ist das passende Garn und das passende Projekt da und ich freue mich darauf. Ich hatte noch Garn da für ein weiteres Projekt, beziehungsweise nein, ich hatte mir das Garn schon länger bestellt und zwar bei Alex Wool and Forest, ebenfalls in der Farbe Bordeaux. Das ist die Yak 4-Ply Qualität, die da wäre
60% Wolle, 20% Seide, 20% Jack, 366 Meter auf 100 Gramm. Davon habe ich 4 Stränge bei ihr geordert. War ein Panikkauf, weil Alex kurz nachdem sie die Bordeaux-Farbe herausgebracht hat, schon gleich wieder verkündet hat, dass sie wieder aus dem Programm rausnimmt. Sie hatte da irgendwelche Bedenken wegen der Gesundheit und mochte die Farbe nicht mehr färben. Und wie ich gerade schon zu Anfang gesagt habe, Bordeaux gehört schon seit Jahren zu meinen Lieblingsfarben in meinem Kleiderschrank und ich fand auch die Färbung super. Und auf Jack ist sie schön dunkel und habe dann Bordeaux kaufen müssen, auch wenn ich nicht wusste, für welches Projekt. Seitdem liegt es gar hier bei mir zu Hause und passenderweise kam aber vor kurzem folgende Anleitung heraus, und zwar Morekanit, der ja, Zero-Sweater, würde ich sagen, heißt er, oder Kiro, nee, Zero-Sweater. Und Morekanit wird ja von allen gelobt, dass ihre Anleitungen super aufgebaut sind. Also optisch sieht es schon mal sehr ansprechend aus. Und dann dachte ich, okay, ich frage mal meine jüngere Nichte, ob sie diesen Pullover möchte. Den möchte sie haben. Und ich brauchte ja dann noch für den Pullover Flausch. Also habe ich mir bei Kremke die Silky Kit dafür bestellt. Wie ihr aber seht, ist das Rot heller. Hätte ich jetzt auch so zusammen verstrickt, denn ich weiß auch, dass helles Mohair auf dunklerem Grund auch sehr edel herauskommt. Übrigens ist das Mohair von Kremke super weich. Ist ebenfalls, meine ich, auf der Website kann man es nachlesen, ein super Kit. Hier sehe ich es jetzt leider gerade nicht. Klassische 72 Mohair, 28% Seide Mischung. Aber wo jetzt die Swala hier angekommen ist, wird das zusammen kombiniert. Davon habe ich genug Garn bekommen, dass es für beide Projekte reicht und da freue ich mich drauf. Dann wird das eine tolle Kombination und der Magnolia Bloom ebenfalls. Ja, und Weihnachtspullover ist auch schon im Hinterkopf. Der will und soll ja auch gestrickt werden. Falls ihr letztes Jahr die Dezember-Lives verfolgt habt mit Marie und mir, habt ihr gesehen, dass wir da genauso Weihnachtspullover gestrickt haben. Wir lieben beide den lustigen Weihnachtskitsch, sage ich jetzt mal, und genießen das drumherum. Angedacht ist tatsächlich der Pullover von Sanders Garn, ist eine kostenlose Anleitung. Das ist so mein Traum-Weihnachtspullover. Den würde ich ganz gern stricken. Würde ich wahrscheinlich auch wirklich zu 90% anschlagen. Schauen wir mal. Und dann gibt es noch 2 Traumprojekte bzw. neue Anleitungen, die ebenfalls in der Pipeline sind. Und zwar ist es der Rosy Sweater. Da muss ich noch schauen, welches Garn aus meinem Stash zu diesem tollen Sweater verarbeitet wird. Kaufanleitung von Lenit. Von ihren Anleitungen bin ich sowieso begeistert. Und zu guter Letzt ebenfalls der Electrine Sweater von Kolibri bei Johanna. Sieht ebenfalls sehr edel und super aus. Ja. Mal schauen. Also nichts in Stein gemeißelt, kann sein, dass das auch wieder ins neue Jahr geschoben wird, aber gefallen tun sie mir schon mal beide. So, ich denke, ich bin jetzt mal durch. Für heute reicht's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu kommentieren. Unten in die Infobox trage ich alles ein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Backnang,
werde ich am Sonntag besuchen, aber diesmal keine Interviews filmen. Ich werde einfach als Besucher oder Besucherin Backnang besuchen, da freue ich mich drauf. Das war jetzt aber viel besuchen. Auf jeden Fall möchte ich auch ein Wollfest ganz normal kennenlernen, so gut wie es eben geht. Aber ihr werdet mich an diversen Ständen finden, wie zum Beispiel bei Wollträume will ich vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall bei der lieben Christiane vorbeischauen von Lisminitz und bei der Steffi von Zauberkunstgarne. Da werden Marie und ich gegen 1 Uhr auch ebenfalls vorbeischauen. Also falls ihr uns sehen wollt, sagt gerne Hallo, kommt vorbei. An diesen Ständen, also bei Christiane und Steffi, werdet ihr auf jeden Fall uns sehen. Christiane haben wir keine Uhrzeit ausgemacht, aber ja, schaut einfach vorbei, wenn ihr uns seht. Sagt Hallo, da freuen wir uns drüber. Und ja, ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen und hoffe, ich höre und sehe euch alle beim Live oder bei den kommenden 2 Lives. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.